Hallo zusammen, ich bin heute noch mal in Frankfurt und zwar bin ich in Gateway Gardens. Das war vor ein paar Jahren eine ehemalige Ami-Siedlung und da war wohl auch die Airbase dabei. Jetzt sind das wohl irgendwie Geschäftsgebäude. Wohnen soll hier wohl niemand. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, gehen wir los. Schauen wir uns mal um hier. Gateway Gardens, Frankfurt am Main. Ehemalige Wohnsiedlung der US-Armee. Schon eine Weile her, dass die hier waren. Mal gucken, ob wir irgendwo noch was finden. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein paar kleine Reste von den Amis. Schauen wir einfach mal. Ah, da scheint es wohl doch Wohnhäuser zu geben, ein paar wenige, so wie ich das sehe. Ich kann euch hier nicht viel sagen, denn ich weiß selber nicht, was hier mal genau abgelaufen ist, außer dass es halt ein US-Housing war. Oh, Bilder. Gucken wir vielleicht noch ein paar alte Straßennamen finden, das kann ja möglich sein, weiß man nicht. Schauen wir einfach mal. Ja, der Flughafen ist hier gerade nebendran. Ja, gucken wir nachher mal, ob wir da auch irgendwie mal ein bisschen rankommen. Ah, das hier drüben, wenn das noch ein Ami-Name ist, ist das die Bessie Coleman Straße, wahrscheinlich früher die Bessie Coleman Street. Wir gucken mal weiter. Ach, da steht auch was. Ja, Bessie Coleman, geboren 1892, gestorben 1926. US-amerikanische Pilotin, erste Afroamerikanerin mit Pilotenschein. Und hier das Gleiche auch. Hier haben wir die Thea Rasch-Straße. Geboren 1899, gestorben 1971. Deutsche Pilotin und Journalistin, erste deutsche Frau mit Kunstflugschein. Dann schauen wir weiter. Ich muss nur mal gucken, wo wir hier reinkommen. Ich glaube, wir müssen rüber auf die andere Seite. Ja, wir gehen mal andere Straßenseite rüber. Ja, das sieht mir da eher aus, als wäre da ein bisschen mehr, was man sich anschauen kann, was sich lohnt. Blöd, ich habe das Fahrrad wieder dabei, da kann ich mit dem Gimbal nicht richtig rummachen. Aber auch keine Möglichkeit, das Ding hier abzuschließen. Egal, dann laufen wir einfach mal weiter. Ah, hier haben wir schon. Was sagt uns das hier? Terminal 1 und 2, Terminal 2, da bin ich ja gar nicht so weit weg, und Frankfurt City. Ja, da gehen wir einfach mal hier lang. Hier sind wir, Emily Mary Earhart Straße oder Street. Da gehen wir jetzt mal rein.
Hier wird wohl überall noch gebaut. So ganz fertig scheint das Gebäude, das Gelände noch nicht zu sein. Achtung, Videoüberwachung. Ja, das machen wir doch gerade. Im Hintergrund haben wir den Flughafen irgendwie, man hört so die Autobahn auch. Ich laufe hier einfach mal weiter, mal gucken, wo es hingeht. Ich war hier auch noch nicht gewesen, ist auch das erste Mal. Zumindest jetzt in der Zeit früher, wo das hier noch eine Ami-Siedlung war und die Airbase dabei war, da war ich mit der Verwandtschaft öfter mal hier. Ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, wo ich überhaupt bin. Ach, guck an, da unten geht es in so einen kleinen Park. Da können wir doch mal gucken, da muss ich mal sehen, wie ich da rüberkomme gleich. Ah, da scheint ein Weg zu sein, ein kleiner. Da gucken wir uns doch da mal um, weil hier sieht es nicht so aus, als gäbe es viel zu sehen, außer Bürogebäude. Wir gucken einfach mal weiter. So, Verkehr ist ja nicht viel hier. Glücklicherweise nicht, da kann man auch mal so über die Straße hoppeln. Ja, nur hoch ist es halt, ja. Die Bordsteine sind ziemlich hoch. Gut, gehen wir mal rüber. Scherbel, Klapper, Rassel, ja, das Fahrrad, was will man machen? Ah ja, schauen wir mal, was wir da sehen. Kein Winterdienst, ja, bei dem Wetter. Klingt logisch. Ja, das ist das Gelände. Groß scheint es nicht zu sein. Aber man muss sich erst mal zurechtfinden. Dann gehen wir doch einfach mal hier durch. Das scheint noch so zu sein wie früher, weil ich kann mich entsinnen, dass die Gebäude von den Amis eigentlich irgendwie mitten im Wald standen. Und das ist auch eine recht schöne Ecke hier, sehe ich. Bleiben wir doch mal hier. Gucken wir uns das mal an. Es riecht nach Tanne. Angenehmer Geruch. Oh, das haben die aber recht schön gemacht hier. Finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Ja, dann bleiben wir doch einfach mal auf dem Weg. Und schauen mal, wo uns das alles hinführt. Da hinten ist wohl nichts mehr, oder? Nö, dann gehen wir mal hier hin. Ja, so ein richtig kleiner, schöner Garten hier. Kleiner Park. Finde ich jetzt mal echt stark in so einer Siedlung wie hier jetzt. Schade, ich würde gerne noch ein paar Reste von den Amis finden, von der ehemaligen Housing. Aber ich glaube, da habe ich hier kein Glück mehr. Die werden alles platt gemacht haben. Schade. Ja, laut dem, was ich so an Infos zusammengekriegt habe, wohnen hier eigentlich kaum Leute, weil die Nähe zum Flughafen doch recht extrem ist. Es ist also sehr nah zum Flughafen. Und durch die Lärmbelästigung von den startenden und landenden Flugzeugen ist es wohl nicht so angenehm, hier zu wohnen. Es sind also alles hier überwiegend Bürogebäude.
So wie ich das jetzt auch sehe, ist das auch so. Aber es gibt ein paar Cafés. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine schöne Ecke. Ja. Gehen wir mal hier weiter, mal gucken, wo wir da hinkommen. Ja, keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Ich finde hier noch keinen Straßennamen, aber ich glaube, das ist die gleiche Straße wie die wir vorhin gekreuzt haben. Ich kann es euch nicht sagen. Hier haben wir den Hyatt Place. Höchstwahrscheinlich ein Hotel. Hyatt Place, Best Western, Restaurant, Bar, Meeting und Fitness. Hotel Airport Frankfurt. Ja, war irgendwie klar, ne? Gut, aber da hinten geht es nicht mehr weiter. Probieren wir hier unser Glück mal gucken, was es hier noch gibt. Ja, hier waren wir vorhin schon. Da sind wir gerade mal im Kreis gelaufen. Aber das kann doch nicht alles gewesen sein von dem Gelände. Ich meine, das ist doch noch um einiges größer. Da oben ist die Autobahn. Ja Leute, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal geradeaus weiter. Vielleicht kommen wir mal irgendwie an den Flughafen ran. Ich glaube, da bin ich aber in der falschen Richtung. Ach, wir schauen einfach mal. Wir haben Sonntag, das Wetter ist okay und ich habe Zeit. Also schauen wir doch einmal weiter. Ich bin allerdings mit dem Fahrrad von Frankfurt Süd hierher gefahren. 10 Kilometer Strecke. War recht angenehm, ging direkt durch den Wald. Ja, und das hier scheint wohl schon der Flughafen zu sein da hinten. Rettungspunkt 1, Betriebsgelände, keine Ahnung, ob ich da hinkomme. Wir gucken jetzt einfach mal hier, weil da ist irgendwie mauermäßig was. Vielleicht kann man da mal... Naja, das sieht aber nicht so aus. Da haben wir irgendwie, keine Ahnung was, eine Firma. Ja, ich wüsste nicht, wo es hier weitergeht. Aber da vorne sieht es aus, als wäre die Straße irgendwie zu Ende. Seltsam gebaut hier. Ja. Da oben ist die Autobahn und die Straße hört auf. Weil das hier drüben, wo der LKW jetzt fährt, schon das Flughafengelände ist. Okay, was geht denn hier noch? Rita-Mayburg-Straße, keine Ahnung, ob die irgendwo hinführt. Aber wenn wir nicht da lang gehen, finden wir es auch nicht heraus. Also gehen wir mal in die Rita-Mayburg-Straße. Wir sind jetzt gerade in der Descent Expery Street oder Straße. Guckt es euch am besten selber an, das kann ja kein Mensch aussprechen. Kann ich das sehen? Ja, glaube ich eher weniger. Naja gut, ist auf jeden Fall eine Straße und da müssen wir mal gucken. Ah, hier geht es irgendwo ins Nix. Mal gucken, wo es da weitergeht. Da vorne können wir irgendwo abbiegen, da gucken wir dann mal. Ja, wegen mir kommen sie nicht, ich bin auch fit. Ja, das scheinen hier Bürogebäude zu sein. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie wir da weiterkommen. Wir gehen einfach mal. Neben uns die Autobahn links. Ist das jetzt hier eine Einfahrt oder ist das
nur eine Einfahrt in das Firmengelände rein oder eine Straße? Ich habe keine Ahnung. Ja, da geht's wohl ins Firmengelände rein. Da gehen wir jetzt nicht lang. Wir gehen mal geradeaus weiter in der Hoffnung, dass wir irgendwo abbiegen können, wo wir wieder einigermaßen zentral sind. Und das da drüben hört sich mir nach irgendwie an wie ein Flughafen. Also die Autobahn ist das auf keinen Fall. Da ist eine Treppe, hat die einen Sinn? Kann ich da vielleicht zum Flughafen schauen? Nö, die geht irgendwie ins Nichts. Ja, alles zugewachsen. Keine Chance da mal zu gucken. Aber gut, den Flughafen haben wir ja schon. Da gibt es ja auch ein Video auf dem Kanal. Da müsst ihr einfach mal gucken. Wir sind jetzt auf dem Katharina Stinson Weg oder auch Katharina Stinson Street. Da schauen wir jetzt nicht, was da steht, was die Frau mal gemacht hat. Da kommt nämlich gerade ein Auto. Ich will jetzt nicht rüber auf die andere Straßenseite. Ja, und meine ominöse Treppe, die ich da gefunden habe, ist keine Treppe, sondern irgendwie ein Stromkasten oder sowas. Ja, hier können wir irgendwie rein. Scheint wieder ein Hotel zu sein, Park Inn. Mal gucken, ob ich da einen Weg wieder rausfinde. Hier wird auch noch gebaut. Überall. Oh, schlechtes Wetter kommt auch, seht ihr? Aber das macht nichts. Wir gucken uns hier um, egal was für ein Wetter ist. Unterstellen kann man sich immer mal irgendwo. Also keine große Sache. Ja, wie ich das sehe, sieht man hier von der ehemaligen Housing Area gar nichts mehr. Eventuell passen ja noch die Straßennamen, die ich vorgelesen habe. Aber irgendwie erinnert nichts mehr daran, dass hier mal eine Housing war. Und so wie ich mir vorkomme, laufe ich hier auch ständig irgendwie im Kreis. Es kann doch nicht sein, dass hier nur einmal um die Ecke geht überall. Da hinten waren wir schon, gehen wir mal hier lang, aber da waren wir doch auch schon, oder? Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Klar, da hinten ist der Park. Wir sind nur auf der anderen Straßenseite und dann gehen wir halt hier mal lang. Vielleicht geht es ja noch woanders hin. Wenn nicht, wird das Video nicht allzu lange, weil viel scheint es hier nicht zu geben. Und wir gucken einfach mal. Ja, da hinten, da drüben, jetzt links von mir ist der Flughafen. Eindeutig. Da wird noch mächtig gebaut. Ja, ich hatte mir von Gateway Garden eigentlich ein bisschen mehr versprochen. Dass es jetzt praktisch nur Büros hier sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich hier wirklich noch ein bisschen was von der ehemaligen Housing sehe. Dass ich vielleicht mal irgendwie an den Flughafen ein bisschen näher rankomme. So, vor uns haben wir jetzt die Jerry Mock Straße oder Jerry Mock Street. Ich kann es nicht sagen. Oder Avenue oder was auch immer. Vielleicht sind das ja wirklich noch Straßennamen von früher und ihr kennt diese Straßennamen vielleicht noch. Dann kommentiert einfach mal. Schreibt mal rein, wie das hier so war. Da haben wir das Hampton Hotel
vor uns. Diese Straße vor uns scheint neu zu sein. Die schimpft sich nämlich Georg-Baumgarten-Straße. Ich glaube kaum, dass die noch von den Amerikanern ist. Das Holiday Inn vor uns. Ja, da drüben ist der Flughafen. Wir gehen einfach mal hier weiter. Ja, Gateway Gardens. Ich glaube, ich fahre nachher nicht mit dem Bus zurück, sondern fahre wieder mit dem Rad. Wenn ich das hier nämlich sehe, ich muss da über Flughafen oder sonst irgendwas, da habe ich keine große Lust drauf. Das dauert mir dann alles zu lange. Was haben wir denn da? Ein Turm voll mit Gabelstaplern. Den schauen wir uns doch mal an. Das ist von der Firma Kion. Da blende ich mal besser keine Namen ein, sonst kriege ich wieder Probleme, wie damals in Gießen, wo die Firmen dann gemeint haben, sie müssen mir eine Urheberrechtsverletzung reindrücken, weil ich den Namen gepostet habe. Das ist schon seltsam. Wo ist da eine Urheberrechtsverletzung? Die Gebäude stehen mitten in der Öffentlichkeit. Jeder kann die Namen sehen. Aber willst du es auf YouTube stellen, kriegst du Urheberrechtsverletzung. Na ja gut, jeder wie er es braucht halt eben. Mir ist es egal. Oh, da bin ich ja direkt an der Autobahn schon. Das sind die Stapler, ich werde dann trotzdem mal nicht so nah rangehen. So, und hier scheint das dann auch schon wieder zu Ende zu sein, das Gateway Gardens. Das ist schon seltsam. Ja, ich komme auch nicht an den Flughafen ran, da wollte ich mal hin. Hab gedacht, ich könnte vielleicht mal so ein bisschen was mehr von den Flugzeugen sehen, die landen und starten. Wo bin ich denn hier? Da kann ich doch irgendwo langlaufen. Komme ich da zum Flughafen oder was? Mein Airport Center, Leute, das nehmen wir doch mal mit. Da gehen wir doch da mal über die Straße und dann gucken wir uns das mal an. Zebrastreifen, nur den nutzen wir. Da kommt das Mein Airport Center. Drück mal auf die Ampel, wenn du auf der einen Seite ein Gimbal hast und in der anderen Hand ein Fahrrad. Auch cool, hä? Aber klappt. Uah. Grün, das ist gut. Gucken wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Ich laufe einfach mal. Wird schon schief gehen. Irgendwo kommen wir hin. '50 sieht für mich anders aus. Die fahren doch mindestens 80. Hier kommen wir wieder runter. Da geht es so einen kleinen Weg rein. Gucken wir da mal. Aber da kommen wir auch wieder in die alte Ecke. Wow. Ja, das Gelände scheinen sie wohl irgendwie als Müllhalde zu benutzen. Auch eine schöne Sauerei, oder? Sowas muss doch nicht sein. Muss echt nicht sein. Ja, das ist noch ein altes Waldstück hier. Das
könnte noch so von der Ecke her sein. Von den Amis oder so. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst wie ich. Klärt mich auf. Wo geht's denn hier hin? Geil, oder? DHL-Flieger. Boah, so hoch komme ich gar nicht, wie das Gebäude ist. Oh ja, da kommt bald Regen. Aber das hindert mich jetzt trotzdem nicht daran, hier noch mal weiter zu gucken. Wo geht's denn da hin? Da haben wir eine Unterführung. Wisst ihr, was schlimm ist? Dass ich so extrem neugierig bin. Ich muss da jetzt einfach mal hin. Die Neugierde ist wieder mal stärker als alles andere. Also schauen wir mal, wo uns dieser Weg durch die Unterführung hinführt. Oh, das hört sich an im Hintergrund, als startet da gerade wieder eine Maschine. Oh ja, die lässt die Triebwerke aufheulen. Ah, ein geiles Geräusch. Okay, dann schauen wir doch mal, wo wir hier hinkommen. Ja, da ist die Neugier wieder stärker. Aber so ist es halt, da müssen wir halt mal gucken. Unter der Autobahn durch. Und dann jetzt bin ich immer noch nicht schlauer. Da ist eine Waschanlage. Boah, und irgendwie glaube ich, war es das dann auch. Okay, dann eben wieder zurück. Da hinten geht es zum Flughafen weiter. Eigentlich könnte ich ja die Abkürzung nehmen, die Treppe hoch. Aber das wird wohl nichts mit Fahrrad dabei.
Ja, da laufen wir jetzt wieder zurück. Weil irgendwie bin ich nur im Kreis gelaufen. Das scheint wohl alles gewesen zu sein von Gateway Gardens. Wie gesagt, ich hatte mir viel mehr erhofft. Aber gut, ich war mal hier gewesen. Ich habe es gesehen. Ihr könnt es euch auf YouTube anschauen. Und das sollte erstmal okay sein. Interessant war es trotz allem. Und jetzt geht es erstmal noch ein Stückchen geradeaus. Vor uns wird wohl noch gebaut. Ja, und hier bin ich vorhin auch mit dem Fahrrad reingekommen, über die Straße weg. Das Video hat hier angefangen. Jetzt gehe ich auf die andere Straßenseite erstmal rüber. Oh, da startet wieder einer, man hört es ganz deutlich. Ja, die bauen sogar heute, so wie sich das anhört, am Wochenende, Sonntag. Gut, Terminarbeit höchstwahrscheinlich. Muss ja fertig werden. Ja, das war eine Runde. Hier hat das Video begonnen. Jetzt muss ich mal schauen. Kommt da wieder was? Komm, zeig dich. Da ist er. Ja, dass hier keine Menschen wohnen, keine Leute wohnen, ist jetzt ja wohl klar. Wenn die ja alle paar Minuten so ein Ding über der Birne hast, so ein Flugzeug, dann ist es natürlich auch extrem laut. Muss man nicht haben. Ja, und hier sind wir jetzt am Anfang oder am Ende vom Gateway Gardens. Könnt ihr es sehen, wie ihr wollt, ob Anfang oder Ende. Wie es euch beliebt. Das vor uns soll wohl mal irgendwann der Bahnhof werden. Oder wird da gerade umgebaut? Keine Ahnung. Wow, sogar hier stehen Bierflaschen rum. Durst haben sie wohl alle. Auch hier. Nur gut. Ebenfalls jeder, wie er es braucht. Okay, dann endet das Video jetzt hier. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst mal ein Like da. Gerne dürft ihr auch alle unsere Videos teilen. Kommentiert mal ein bisschen was zu Gateway Gardens. Ich selber weiß nicht viel davon. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.